von hier. Die Erdbeeren sind von hier. Die sind von hier, jawohl. Aha. Also nicht direkt aus Hanau, aber hier aus mit Aber dem hier, Block, ja, gell? aber nicht hier von Spanien. Oder Oh je. Nein, nein. Das sind heimische Erdbeeren. auch wirklich heimische Sachen. Hier kann man dann wirklich Sachen regional. Ja, genau. So, dann hätten wir das auch geklärt. Heute soll es aber nicht um regional heimische Erdbeeren gehen, sondern um die neue Fuji X-App. Und bevor wir starten, brauche ich natürlich erst noch meinen Cappuccino. Bitteschön. Ich hätte gern einen Cappuccino to go und eine Brezel. Ja, ich gebe Ihnen so einen Pfandbecher. Sie bringen den hier oder auch woanders zurück und sparen sich 30 Cent. Yay. Gut. Läuft. Mit dem Cappuccino im Pfandbecher ging es dann endlich runter zum See zum Testen. Bevor wir jetzt uns aber hier direkt am See meine hochqualifizierten wissenschaftlichen Tests der neuen Fujifilm X-App anschauen, gehen wir nochmals zurück und schauen uns an, welche Voraussetzungen für die neue Fujifilm X-App erfüllt sein müssen. Die neue Fujifilm X-App erlaubt die Fernsteuerung der Systemkameras der GFX und X-Serie. Und um es gleich vorwegzunehmen, leider nicht für alle Modelle. Mit den Fuji-Apps konnten aber bisher nicht nur die Kameras ferngesteuert werden, es konnten auch Bilder auf das Smartphone übertragen werden. Und wer die alte App kennt, weiß, dass das nicht immer besonders gut funktioniert hatte. Hauptproblem waren immer die Verbindungsprobleme. Mit der neuen App soll das Ganze jetzt flüssiger und stabiler laufen. Die neue Fujifilm-App ist kostenlos und für iOS sowohl als auch für Android verfügbar. Wie schon erwähnt, ist sie leider nicht mit allen Kameramodellen kompatibel. Besitzer älterer Kameramodelle kommen leider nicht mehr in den Genuss der neuen App, können aber jedoch weiterhin die alte App benutzen. Bevor man aber die neue App mit einer kompatiblen Kamera benutzen kann, muss zuerst die Firmware der Kamera abgedatet werden. Ohne dieses Firmware-Update wird es nicht funktionieren. Das Firmware-Update lässt sich entweder durch die alte App auf die Kamera spielen oder man lädt das Firmware-Update herunter und installiert es über eine SD-Karte. Auch hierzu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Die Links zu den Firmware-Update-Seiten findet ihr in der Videobeschreibung. Wer wissen möchte, welche Firmware auf seiner Kamera installiert ist, der hält bei ausgeschalteter Kamera den Display-Button gedrückt und schaltet die Kamera ein. Anschließend erscheint auf dem Kameradisplay die Info zu den installierten Firmware-Versionen. Auf den Firmware-Update-Seiten von Fuji könnt ihr dann nochmals nachschauen, ob ein Firmware-Update für eure Kamera verfügbar ist. Natürlich wäre es auch sinnvoll, euer Smartphone ist softwaretechnisch auf dem neuesten Stand, sprich das neueste iOS oder das neueste Android. Nachdem nun die Firmware auf der Kamera aktuell ist, die App heruntergeladen und installiert ist, kann man sich an die Einrichtung der App machen. Und dabei geht es natürlich wieder um Themen, die der eine oder andere nicht so gerne mag. Für die Nutzung der Fujifilm X-App muss auf dem Smartphone WLAN und Bluetooth aktiviert sein. Nach dem ersten Start der App wird Schritt für Schritt erklärt, was die Fujifilm X-App alles kann und was dafür noch eingerichtet werden muss. Wie bei vielen anderen Apps gilt es auch hier den Datenschutzbestimmungen sowie den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Des Weiteren benötigt die App natürlich Zugriff auf das Fotoalbum auf dem Smartphone, denn ansonsten können über die App keine Bilder von der Kamera auf das Smartphone übertragen werden. Durch die Standortfreigabe werden zwischen der Kamera und dem Smartphone die GPS-Daten synchronisiert, sprich die EXIF-Daten der Aufnahmen enthalten dann auch die GPS-Daten. Und als letztes noch die Freigabe für Mitteilungen. Um das Smartphone bzw. die Fujifilm X-App mit der Kamera zu verbinden, muss an beiden Geräten Bluetooth aktiviert sein. An der Kamera in den Kommunikationseinstellungen oder man hält auf der Rückseite der Kamera länger den Display-Button gedrückt. Im Bluetooth-Menü kann man dann das Bluetooth einschalten sowie das Pairing aktivieren. Nachdem nun an beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist, kann auch der Verbindungsprozess über die App gestartet werden. Auch hier erhält man nochmal Schritt für Schritt eine Beschreibung, wie das Ganze funktioniert. Am besten, man startet den Prozess auf der App und aktiviert dann an der Kamera das Pairing. Also Display-Button gedrückt halten, in das Bluetooth-Menü gehen und das Pairing aktivieren. Schon nach kurzer Zeit erhält man sowohl auf der Kamera als auch auf der App die Bestätigung, dass das Pairing abgeschlossen ist, was man auf der Kamera dann auch mit OK quittiert. Wer möchte, kann die Kamera auch hier noch anders benennen und gleich bei Fuji registrieren.
Brot kann schimmeln, stellt sich also die Frage, was kann die Fujifilm X-App? Das meistgenutzte und wohl beliebteste Feature der alten und neuen App ist wohl die Bildübertragung auf das Smartphone. Allerdings funktioniert das Ganze nur mit Bildern, die im JPEG-Format aufgenommen wurden. RAW-Bilder können leider nicht übertragen werden. Zumindest nicht mit der Fujifilm X-App. Dafür können neben den JPEG-Dateien aber auch Videodateien übertragen werden. In der obersten Zeile können wir auswählen, ob wir Bilder auf das Smartphone übertragen möchten oder die Kamera fernsteuern möchten. In der Zeile darunter werden die verfügbaren Speicherkarten angezeigt. Und auf der rechten Seite kann man das Ganze dann noch filtern und die Darstellung ändern. In der untersten Zeile wird dann auch noch der Smartphone-Speicher dargestellt. Und wie es aussieht, ist meiner voll. Rechts davon kann man dann noch auswählen, ob die Bilder in der vollen Größe oder verkleinert übertragen werden. Das Übertragen der Bilder auf das Smartphone funktioniert ganz ähnlich wie in anderen Programmen. Vorausgesetzt, man hat die richtige Speicherkarte ausgewählt, auf denen die JPEGs oder Videodateien sind. Anschließend das gewünschte Bild oder die Videodatei markieren und über den schwarzen Button unten dann auf das Smartphone übertragen. Zum Übertragen der Bilder oder Videodateien wird der WLAN-Chip der Kamera benutzt, sprich zu Beginn wird die Connection von Bluetooth auf WLAN umgestellt, was man in den Dialogen ja auch entsprechend bestätigen muss. Hin und wieder poppt ein Hinweis auf, dass die WLAN-Verbindung abgebrochen sei und ob man mobile Daten benutzen möchte. Einfach auf WLAN klicken und das Ganze geht weiter. Die übertragenen Dateien findet man auf dem iPhone in der Fotos-App. Bei Android hingegen findet man die Dateien anscheinend im File-Browser. Kann ich nicht prüfen, muss einer von euch machen. Alles in allem funktioniert die Dateiübertragung von Bildern und Videos von der X-T5 auf mein iPhone problemlos, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Kommen wir jetzt zur zweiten Hauptfunktion der Fujifilm X-App, dem Fotografieren oder Filmen. Diese Funktion wird ebenfalls über den Hauptbutton gestartet und oben muss man dann eben auf das Kamerasymbol gehen. Und da waren sie auch schon wieder unsere Probleme. Bevor man den Kameramodus startet, sollte man den gewünschten Fokusmodus auswählen, denn der lässt sich nachträglich nicht mehr ändern. Im Fernsteuerungsmodus beim Fotografieren funktioniert nur der Single-Shot-Autofokus, wohingegen beim Filmen auch der Continuous Autofokus funktioniert. Den manuellen Fokus habe ich bei der X-T5 nicht zum Laufen gebracht. Auch nicht, wenn ich die Kamera in komplett manuellen Modus versetzt habe. Bleibt also nur, die Kamera vorher auf den Single-Shot-Autofokus zu stellen. Wenn man die Kamera über die App fernsteuert, werden auch keine Änderungen an der Kamera registriert. Weder Änderungen am Fokusschalter, am Fokusring oder Blendenring. Das gilt sowohl für das Fotografieren als auch für das Filmen im Fernsteuerungsmodus. Weitere Einstellungen hierzu konnte ich in der App nicht finden, aber vielleicht kommt das Ganze ja noch in einem späteren Update. Was mir persönlich im Fernsteuerungsmodus ebenfalls noch fehlt, ist ein Histogramm oder zumindest ein Belichtungsmesser. Und zwar nicht nur beim Fotografieren, sondern vor allem beim Filmen. Auch hierzu konnte ich in den App-Einstellungen nichts finden. Summa summarum kann man die Fernsteuerung der Kamera in den Teilautomatik- und Vollautomatikprogrammen sicherlich gut nutzen. Und das sowohl beim Fotografieren als auch beim Filmen. Wer die Kamera mehr oder weniger nicht komplett fernsteuern möchte, der hat die Möglichkeit, das Smartphone auch nur als Bluetooth-Fernauslöser zu nutzen. Damit können dann alle Einstellungen an der Kamera gemacht werden und der Auslöser wird über das Smartphone per Bluetooth betätigt. Wie weit die Bluetooth-Verbindung reicht, habe ich allerdings nicht getestet. Grob geschätzt geht das Ganze wahrscheinlich bis zu 15 Metern. Ebenfalls sehr praktisch ist das Sichern und Wiederherstellen der Kameraeinstellungen. Mit dieser Funktion werden alle Kameraeinstellungen auf dem Smartphone in der Fuji-App gespeichert und lassen sich so jederzeit wiederherstellen. Mit dieser Funktion kann man auch mehrere Sicherungen erstellen. Zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Kameraeinstellungen abspeichern möchte, die man später wieder auf die Kamera spielen möchte. Für mich ein absolut sinnvolles Feature, das ich aber noch genauer testen muss. Zwei Funktionen, die ich aktuell noch nicht nutze und wahrscheinlich auch nicht nutzen werde, sind die Aktivitäten und die Zeitleiste. Bei Aktivitäten werden alle Daten während des Fotografierens aufgezeichnet. Also nicht nur Kameramodell und Objektiv, sondern auch alle andere Fotodaten. Unter anderem natürlich auch die Ortsdaten. Diese Daten werden dann in die Timeline übernommen, um so ein Fototagebuch zu erzeugen.
Für Statistiker und Datensammler bei Fuji wahrscheinlich höchst interessant. Für mich persönlich sehe ich aber momentan keinen Nutzen darin. Aus diesem Grund habe ich diese Funktion auch nicht getestet und werde sie wahrscheinlich auch künftig nicht nutzen. Solltet ihr dabei irgendwelche Vorteile entdecken, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Wer mehrere Kameras sein eigen nennt, kann natürlich auch noch eine weitere Fuji in der App verknüpfen und so dann auch zwischen unterschiedlichen Kameras switchen. Wer nicht möchte, dass Standortdaten zwischen Kamera und Smartphone synchronisiert werden, der kann das Ganze im 3-Punkte-Menü abschalten. In diesem Menü findet man dann auch Firmware-Aktualisierungen, sofern verfügbar. Und noch einige andere Einstellungen. Wer Probleme mit der Fujifilm X-App hat, der kann diese auch neu initialisieren. Die Funktion zur Initialisierung findet ihr in der unteren Menüleiste bei den Einstellungen. Für weitere Hilfe oder Infos gibt's in der Menüleiste unten auch noch den Support-Button. Gerne könnt ihr aber auch eure Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare schreiben. Mittlerweile haben wir hier ja auch eine super nette Community, die immer gerne hilft. Wie man sehen kann, gibt es bei der Fujifilm X-App noch Luft nach oben. Was man aber Fuji vor allem zugute halten muss, ist, dass sie eine neue App gemacht haben und nicht irgendein Update auf der alten App aufgesetzt haben. Mittlerweile sind wir ja bei Version 1.02 und das Problem bei der Google-Anmeldung sollte auch gelöst sein. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich genieße jetzt noch meinen Cappuccino und experimentiere noch ein bisschen mit der Fujifilm X-App. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.